Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts landeten die Portugiesen in Südafrika, in einer Region, wo die Khoikhois zu Hause waren, ein Eingeborenenstamm in Afrika. Diese Khoikhois hatten mit den Hottentotten zu tun oder stellten diese gar dar. Das weiß ich nicht so genau, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Wie alle anderen Stämme auch besaßen die Khoikhois ebenfalls Hunde, die dienten als Jagdhelfer, Bewacher und Beschützer der Familien. Die wiesen oftmals eine Besonderheit vor, und zwar einen Ridge am Rücken. Was ein Ridge ist schnell erklärt. Das ist ein Stück Fell am Rücken, das in die entgegengesetzte Richtung wächst, wie das übrige Fell. Das ist ein Ridge. Die Khoikhois behaupteten damals, dass alle Hunde, welche solch einen Ridge besitzen, die besten seien. Auch die Portugiesen machten mit diesen Hunden Bekanntschaft, waren ebenso beeindruckt und wagten es tatsächlich, einen dieser Hunde den Khoikhois zu stehlen, woraufhin heftige Gefechte zwischen diesen Eingeborenen und den Portugiesen ausgebrochen sind, weil die das gewagt haben. Ja, die Portugiesen unterlagen und mussten flüchten. Das ist belegt, das steht geschrieben, das war so. Es dauerte dann einige Jahrzehnte, bis die nächsten Europäer dort in der Region auftauchten. Es kamen Deutsche, Holländer, Franzosen, welche sich dort als Farmer niederließen. Schnell warben die Khoikhois als Farmhelfer an und machten ebenfalls Bekanntschaft mit diesen tollen Hunden mit dem Ridge am Rücken. Doch die behandelten das Thema etwas geschickter als die Portugiesen vor ihnen, denn die haben diese Hunde nicht gestohlen, die begannen damit ihre eigenen Hunde mit diesen Khoika-Hunden zu kreuzen. Die verpaarten die mit Bulldoggen, Mastiffs, Jagdhunden und so weiter und wurden permanent von diesen Khoikhois darauf hingewiesen, die Würfe, welche Hunde an den Tag bringen, die solch einen Ridge am Rücken haben, zu forcieren, denn das seien die Besten. Die Europäer glaubten das und taten das. Somit war der Weg für den modernen Rhodesian Ridgeback geebnet. Liebe Zuseher, ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich mich jahrelang für eine Rasse interessiere, da tief hinein recherchiere, erzähle ich manchmal nur eins und eins zusammen und erziele gewisse Ergebnisse. Sowas gibt es beim Ridgeback auch, denn ich behaupte, Verzeihung, wenn ich immer nach links sehe, aber mein Hund beobachtet gerade die Gegend ziemlich intensiv und ich muss immer aufpassen, ob hier irgendetwas näher kommt oder was. Ja. Aber aktuell ist es nicht so. Also beim Ridgeback gibt es das auch und ich bin der Meinung, dass der Rhodesian Ridgeback und der Boerboel eine sehr nah verwandte Rasse sind. Schauen Sie, beide Hunde entstanden etwa zur selben Zeit in derselben Region bei denselben Leuten. Ich gehe davon aus, dass Hunde, die den heutigen Boerboel darstellen, damals in eine Richtung forciert wurden, die sich mehr eignete für die Bewachung, für den Schutz. Ganz klar, schwerere, starkknochigere Hunde, während die Hunde, die heute den Rhodesian Ridgeback darstellen, eher Hunde waren, die eher hochläufiger, leichter, schneller, ausdauernder gezüchtet wurden, für die Jagd tauglicher gezüchtet wurden. Doch, ich bin mir sicher, die beiden hatten einen Nenner. Es steht zwar nirgends geschrieben, aber wie gesagt, manchmal muss man nur eins und eins zusammenzählen. Das ist so ähnlich wie beim American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier. Allerdings ist es beim Boerboel und beim Ridgeback so, dass sich die höchstwahrscheinlich schon 200 Jahre vorher auseinander bewegt haben. Ganz klar. Aber ich sag mal, die beiden sind miteinander verwandt. Zurück zum Ridgeback. Man forcierte diese Würfe mit dem Ridge also, denn das waren ja die besten Jagdhunde und verwendete die Hunde dann hauptsächlich für die Jagd. War nicht ihre einzige Aufgabe, denn sie hatten auch für die Bewachung oder für den Schutz zu sorgen, aber die Jagd war deren Hauptaufgabe. Dabei bekamen sie es mit viel Wild zu tun, unter anderem mit wehrhaftem Wild wie dem Warzenschwein oder dem Pavian. Und jeder Tierinteressierte von Ihnen, dem brauche ich nicht erklären, welche wehrhafte Tiere Paviane oder Warzenschweine sind. Paviane mit Zähnen so lang wie diejenigen eines Leoparden oder gar eines Löwen. Wahnsinnig wehrhafte Affen. Warzenschweine mit mächtigen Hauern, die es sich oft in tödlichen Kämpfen geben mit den Leoparden, also Wahnsinn. Die Hunde mussten schon was drauf gehabt haben. Doch eine ihrer Hauptbeuten war auch, und das wissen Sie natürlich wer, der Löwe. Doch wie so eine Löwenjagd ausgesehen hat, möchte ich Ihnen kurz mal erklären, denn es gibt viele Menschen, die stellen sich darunter etwas anderes vor, als es tatsächlich der Fall war. Ridgebacks spürten den Löwen auf, hetzten ihn, machten ihn müde. Wir wissen, Katzen sind nicht die ausdauerndsten Jäger, das sind Lauerjäger, Sprinter,
keine Hetzjäger wie die hundeartigen Raubtiere. Die machten den Löwen müde, kreisten ihn ein und banden ihn am Platz, während sie abwechselnd Scheinangriffe starteten, bei welchen sie sich auf Distanzen unterhalb eines Meters dieser tödlichen Raubkatze näherten. Die Katze wurde gebunden, solange bis die Jäger da waren und sie erlegen konnten. Ja. Mir schmetterte mal eine Person entgegen, ich bin enttäuscht, denn ich dachte immer, der Ridgeback ging in die direkte Konfrontation mit dem Löwen und stellte ihn nicht nur. Der verharmloste das dann. Liebe Zuseher, ich sage mir was, es steht ja jedem frei, zu versuchen, sich mit einigen Kumpels zu verbünden, unbewaffnet einen Löwen zu jagen, ihn zu stellen und ihn zu binden, während man Scheinangriffe startet. Wenn sie das überleben, was ich stark bezweifle, haben sie immer noch Zeit genug, die Jagdstrategie des Ridgebacks gegenüber des Löwens zu verharmlosen. Schauen Sie, was soll ich Ihnen über den Löwen erzählen? Das ist eine Urgewalt. Der Löwe, der Tiger, der Jaguar und große Bären sind die stärksten Landraubtiere der Welt. Schwere Löwenmännchen erreichen bis zu 220 Kilo. Jeder heftig ausgeführte Prankenhieb oder heftige Biss dieser Raubkatze kann den Tod eines Hundes bedeuten. Welchen Hund wollen Sie hier als Packer einsetzen? Ja? Also, und dennoch, stellen Sie mal einen Löwen. Halten Sie ihn am Platz, während Sie Scheinangriffe starten. Ich meine, die Hunde mussten selbstverständlich todesmutig, enorm kräftig, leistungsfähig, reaktionsschnell sein, um dabei nicht getötet zu werden. Also das zu verharmlosen ist schon etwas lächerlich, möchte ich sagen. Ja, also kein Hund kann als Packer bei der Löwenjagd fungieren. Können schon und taten auch schon einige. Ich sage nur, denken Sie auf die Polentäre zurück. Doch endet so etwas im Normalfall immer mit toten Hunden. Das ist ganz klar. Ja, ja. Zurück. Also, Rhodesian Ridgeback, Löwe, Löwenjagd und so weiter. Es startete ein strenges Zuchtprogramm. Es wurden nur mehr gewisse Farbschläge beim Ridgeback erlaubt. Es wurden gewisse Charakterzüge forciert. Zuchtprogramm halt. Und soweit ich weiß, 1918 der erste Ridgeback auf einer Ausstellung präsentiert. Ja. Ein Hund, der die Gemüter spaltet, möchte ich fast sagen. Ein Hund, der selbst oftmals ein Widerspruch in sich ist. Gehen wir mal kurz zum Standard. Ridgebacks bewegen sich um die 70 cm. Einige Zentimeter abwärts, mehrere Zentimeter aufwärts. Ich sah Rüden mit 76, 77 cm Schulterhöhe. Das sind schon sehr große Hunde. Ich sah sie aber auch schon weit kleiner. Gewichtstechnisch von 30 Kilo aufwärts. Windige, eher zarte Hündinnen werden sich in etwa um die 30 Kilo bewegen. Schwere, wuchtige, substanzvolle Rüden können schon 55 Kilo erreichen und klopfen somit schon ziemlich heftig an der Tür der Molosser an. Die Hunde haben kurzes Fell mit so gut wie keiner Unterwolle. Und das ist auch der Grund, weshalb die wenigsten Ridgebacks Wasser lieben. Ich habe schon mit einigen Ridgeback-Besitzern gesprochen diesbezüglich. Keiner von diesen Hunden ging gern spazieren, wenn es regnete. Der eine oder andere ging gern baden, aber größtenteils haben sie eher eine Abneigung Wasser gegenüber. Außerdem frieren sie recht schnell. Also sie haben ein Problem mit Kälte. Der eine mehr, der andere weniger, aber wirklich kältebeständig ist der Ridgeback nicht, aber das ist seiner Fellbeschaffenheit zu verdanken. Also ein kurzes Fell, pflegeleicht, aber so gut wie keine Unterwolle. Die Farben bewegen sich von Gelb bis ins Dunkelhirschrote hinein und letztere ist eine Farbe, welche dem Ridgeback besonders gut steht. Meine Lieblingsfarbe. Mir kann der Ridgeback nicht rot genug sein. Ja, es sind hochläufige Hunde mit langem Rücken, die Ihnen sofort mal zu verstehen geben, ich bin ein Jäger, ich bin ein Läufer, ich habe Power, ich habe Ausdauer. Der Charakter des Ridgebacks ist wahnsinnig schwer zu erklären, liebe Zuseher. Ich gebe jetzt mein Bestes. Ich versuche mal Charaktereigenschaften preiszugeben, die man zu 90–99% bei jedem Ridgeback finden kann. Und dann versuche ich etwas ins Individuum Ridgeback einzugehen. Ja? Also, Ridgebacks gelten als tolle Familienhunde. Sie gelten als Hunde, die zu Hause fast unsichtbar werden können. Ridgebacks lieben es, sich irgendwo zusammenzurollen und stundenlang zu relaxen. Das sind Schmuser, die sich gern mal die eine oder andere Streicheleinheit ihrer Besitzer holen. Hunde, die sehr
gute Wachhunde sind, aber keine lauten Wachhunde sind. Hunde, die das im Vergleich zu den typischen Gebrauchshunderassen zum Beispiel mehr durch Körperhaltung anzeigen. Der Ridgeback, eines meiner Freunde, der machte das auf total elegante Art und Weise. Wenn ich da auf Besuch war und der draußen ein Geräusch hörte, das ihm verdächtig vorkam, der gab keinen Mucks von sich. Der sprang auf, trippelte zur Tür, stand mucksmäuschen still vor der Tür mit nach vorne gerichteten Ohren, gerunzelter Stirn, erhobener Rute und gesträubtem Nackenhaar. Der wartete darauf, ob es jetzt irgendwer wagen würde, hier einzutreten, aber der gab keinen Laut von sich. Natürlich können Ridgebacks auch anschlagen. Ist eine individuelle Geschichte und sie haben auch eine sehr kräftige Stimme. Aber meiner Erfahrung nach sind die diesbezüglich beim Thema Bewachen seriöser. Die verhalten sich hier eleganter, weniger laut. Ja, es sind Top-Wachhunde. Sie gelten auch als gute Kinderhunde, wenn man sie gekonnt an die Kinder heranführt. Sollten sie eine hohe Toleranz Kindern gegenüber zeigen. Ridgebacks sind Hunde, die generell zu Hause sehr angenehm funktionieren. Keine Hunde, die sich ständig verfolgen oder ständig irgendwo dran sind, und es sind ruhige Hunde. Ja. Das sind jetzt Charaktereigenschaften gewesen, möchte ich sagen, die zu 90% auf alle Ridgebacks zutreffen. Jetzt gehen wir mal etwas ins Individuum Ridgeback ein, denn ich kannte einige von diesen tollen Hunden und ich sah Hunde, die permanent entspannt drauf waren. Ridgebacks, die ein Bewegungsmuster zeigten, wie es die schwersten Molosser-Brocken zeigen. Ruhig, unaufgeregt, elegant, weit entfernt von irgendeiner Triebigkeit. Ich sah Ridgebacks, die eine Triebigkeit vorwiesen, wie es die triebigsten Dobermänner haben, die ständig unter Strom standen und nur unterwegs waren. Und ich sah Ridgebacks, die sowohl die seriösen, ruhigen, unaufgeregten Hunde raushängen ließen, gleichzeitig aber auch von einer Sekunde auf die andere umschalten konnten in die triebige Rakete. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist hier, es kommt hier auf die Linie an. Es kommt an auf die Linie, jo, was bekommt der Hund charakterlich vererbt? Zu welcher Charaktereigenschaft neigt der Hund? Ganz klar, ja. Es kommt darauf an, ja, es kommt auf die Situation an, es kommt auf vieles an. Ja. Aber wie gesagt, ich sah Ridgebacks, der Charakter des Ridgebacks ist wahnsinnig schwer zu erklären. Ich sah Ridgebacks, die permanent entspannt drauf waren, Ridgebacks, die permanent triebig waren und Ridgebacks, die beides zeigten. Ja. Also zu sagen, Ridgebacks sind sehr triebige Hunde oder Ridgebacks sind sehr ruhige Hunde, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Es gibt bei den Ridgebacks derartig viel Charakter, Nuancen, Facetten, dass das meiner Meinung nach nicht möglich ist. Ich habe eine Sache vergessen, die auch für 90% aller Ridgebacks zutrifft, meiner Meinung nach. Und das ist, dass der Ridgeback einen ziemlichen Dickschädel haben kann. Es sind nicht unbedingt jetzt permanent sture Hunde, aber sie funktionieren völlig anders als der typische Gebrauchshund zum Beispiel. Ich möchte nicht sagen, dass der Ridgeback keinen Will to Please besitzt oder nicht lernwillig ist. Das ist nicht so. Denn der Ridgeback meines Freundes zum Beispiel, wenn ihm der ein Kommando gegeben hat, also komm her, dann war der da. Doch es ist nicht der typische, wie soll ich sagen, Sie sind jetzt mit einem deutschen Schäferhund unterwegs. Johnny, hier, Fuß, Platz, brav. In diese Richtung funktioniert der Ridgeback zumeist nicht. Diese Hunde sind viel mehr Milchmäh zum Bocken. Ja. Man würde meiner Meinung nach als typischer Gebrauchshunde-Fan vom Charakter, vom Wesen des Ridgebacks schnell mal enttäuscht sein. Man muss mit dem Charakter eines Ridgebacks zusammenwachsen. Dann harmoniert man mit diesem Hund. Dann funktioniert der Hund mit ihnen zusammen auch optimal. Doch man darf sich auf keinen Fall den Kadavergehorsam eines Schnauzers, Rottweilers, Dobermanns, deutschen Schäferhundes beim Ridgeback erwarten. Es mag Ausnahmen geben, aber es ist nicht der typische Gebrauchshund. Soll nicht heißen, dass man mit dem Ridgeback nicht am Abrichteplatz arbeiten kann, wenn man ein gutes Händchen für diesen Hund hat und versteht, wie der Hund charakterlich funktioniert. Denn das tut er auf völlig andere Art und Weise wie die typischen Gebrauchshunderassen. Ridgebacks sind manchmal etwas dickköpfig, also die muss man schon verstehen. Man muss mit diesen eigenen Charaktereigenschaften, die der Hund manchmal zeigt, konform gehen. Sie müssen mit dem Hund harmonieren, dann harmoniert er auch mit ihnen. Ja? Also ich bin mir sicher, wenn man ein langjähriger Gebrauchshundebesitzer
war, also typischen Gebrauchshunderassen, genau die es gibt, braucht man einige Zeit, um sich auf diesen Hund einzustellen, der, was ich auch sagen möchte, sehr spätreif ist. Also Ridgebacks werden ähnlich wie die großen Molosserrassen erst recht spät erwachsen. Die können schon 3,5, ich möchte schon fast sagen 4 Jahre etwas pubertierend sein im Kopf. Das ist auch oft die Zeit, wo viele Leute das Handtuch werfen, ja, und dann nicht mehr gegenarbeiten, wenn der Hund noch nicht wirklich erwachsen ist. Ich behaupte, dass viele Ridgebacks, die ihnen charakterlich entglitten sind, ihnen in den ersten 3 Jahren entglitten sind. Ja, ist bei vielen Hunden oder bei den meisten so. Aber besonders beim Ridgeback ist es so, da dieser Hund, ähnlich wie Molosserrassen, sehr lange benötigt, um geistig erwachsen zu sein. Ja. Die machen oft viel Blödsinn, funktionieren einen Tag nur in diese Richtung, am anderen Tag nur in diese Richtung. Ja. Manchen Leuten kann das schon zu viel werden. Die werfen dann das Handtuch, was das Dagegenarbeiten betrifft, und der Hund versteift sich dann auf diese Unart, möchte ich mal sagen, die er dann beibehält. Ja. Hier laufen ihnen dann Ridgebacks oftmals charakterlich davon. Es ist ja so, dass man oftmals lesen kann, Ridgebacks, dauernd hat man mit diesen Hunden Problemen. Die Hunde sind nicht schuld, das sage ich Ihnen. Hier müssen Sie als Besitzer eines Ridgebacks, schauen Sie, Sie müssen dafür sorgen, dass da eine strukturierte Erziehung herrscht. Der Hund muss eine strukturierte Erziehung erfahren. Die können Ihnen auf der Nase herumtanzen. Sie dürfen den Ridgeback nicht zu viel durchgehen lassen. Das hat nichts mit harter Hand zu tun. Hier gehört eben ein Händchen dazu. Ja. Wenn dieser Hund gekonnt erzogen wird, so wie es für einen Ridgeback notwendig ist, sind das problemlose Hunde. Ja, es stimmt, Ridgebacks können gesunde Dominanz anderen Hunden gegenüber zeigen. Ich habe das schon erlebt. Und man sagt ja, wenn ein Ridgeback sich einbildet, einen Kampf zu gewinnen, dann tut er das. Also Ridgebacks sind hier schon mit besonderer Achtsamkeit in diese Richtung zu erziehen, schon früh zu sozialisieren anderen Hunden gegenüber. Ein kämpfender Ridgeback ist kein Spaß. Also mit dem Hund da draußen unterwegs zu sein, das ist nicht angenehm. Das sind sehr starke Hunde. Die haben anständig Power und können natürlich auch dementsprechend Schaden anrichten. Ja, also früh damit beginnen, den Hund an andere Hunde zu gewöhnen, mit dem Sozialisieren beginnen, um nicht mal einen kämpfenden Ridgeback zu besitzen. Die Hunde neigen schon in diese Richtung, muss nicht ausbrechen, ist so ähnliches mit dem Jagdtrieb. Schauen Sie, der Rhodesian Ridgeback ist ein Jäger. Der hat die Anatomie für einen Jäger, der hat die Einstellung für einen Jäger. Der muss nicht unbedingt von Beginn an da sein. Der Jagdtrieb kann auch ausbrechen, wenn Ihr Hund schon in die Jahre gekommen ist. Aufpassen, speziell wenn Sie im ländlichen Gebiet leben. Es wird den einen oder anderen Ridgeback geben, der, wenn mal ein Jagdtrieb ausgebrochen ist, immer noch abzurufen ist. Doch ich sag mal, der Großteil aller Ridgebacks ist dann nicht mehr umzudrehen. Wenn der mal Freude gefunden hat, einem Hasen oder einem Reh nachzugehen, dann wird dieser Hund höchstwahrscheinlich nicht mehr umzudrehen sein. Und es wird Ihnen nicht mehr möglich sein, die Hunde in Gebieten, wo Wild vorkommt, von der Leine zu lassen. Das ist meine Meinung. Also aufpassen, ein Rhodesian Ridgeback ist ein Jagdhund, ein Großwildjäger und noch dazu ein effektiver. Kurz mal zur Leistungsfähigkeit. So ruhig diese Hunde manchmal unterwegs sind, so phlegmatisch sie manchmal wirken sie richtig gelangweilt, ruhig, faul auf mich. Ich sah Ridgebacks, die in dieser Manier, auf diese Art daherkamen, ja, die sah ich. Wenn die umschalten und einen Energieausbruch haben, wie der Zuseher, dann staubt es gewaltig. Der Ridgeback gehört sicher mit zu den leistungsfähigsten Hunderassen der Welt. Diese Hunde können Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h erreichen. Die sind so schnell wie afrikanische Wildhunde, haben enorme Ausdauer, sind explosiv, eine riesen Sprungkraft, sind beweglich. Wenn Ridgebacks mal Gas geben, dann geben sie wirklich Gas. Ich sage Ihnen was, diese Hunde sind geeignet für Leute, für aktive Menschen, für Leute, die gern sporteln. Weniger für Menschen, die es auf den Abrichtersport abgesehen haben. Der Ridgeback ist kein typischer Gebrauchshund. Wie gesagt, es mag Ausnahmen geben und wenn Sie ein besonderes Händchen für diese tolle Hunderasse haben, werden Sie es auch zusammenbringen, mit dem Ridgeback am Abrichterplatz arbeiten zu können und den einen oder anderen Erfolg einfahren mit diesem Hund. Aber es ist kein typischer Gebrauchshund. Ja. Hätte ich es auf den Abrichtersport abgesehen, wäre der Ridgeback nicht meine erste Wahl. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Doch, der Ridgeback ist lernwillig, ganz klar, aber Sie wissen schon, was ich meine. Nein, der Hund ist eher geeignet für Leute, die draußen aktiv sind. Laufen, Radfahren, Mantrailing, Hiking,
der Hund ist überall dabei. Das ist eine Leistungskanone, der mit ihnen über Stock und Stein geht, jeden Berg mit ihnen bewältigt. Ja, wie gesagt, laufen geht alles. Ein Top-Begleiter für aktive Menschen. Alles in allem ein Hund, ein großer, beeindruckender Hund, der manchmal körperlich schon etwas ins Molozoide reingeht, manchmal aber auch derartig grazil gebaut ist, dass er schon viel mehr in die Richtung des Dobermanns geht. Ja. Ist verschieden, welchen Typ Sie erwischen. Wir haben hier einen Rüden mit 55 Kilo, der klopft schon fest an. Der würde für mich schon fast durchgehen wie ein entgrateter, entfalteter, leichter Tosa Inu. Ist etwas übertrieben, aber Sie wissen, was ich meine. Andererseits kenne ich wieder eine Hündin, die ist schlanker als der schlankeste Dobermann. Also hier kommt schon auf die Linie an. Also, wenn Sie einen Hund suchen, der enorm sportlich ist, bei allen sportlichen Aktivitäten mit Ihnen dabei ist, einen Top-Wach- und Schutzhund darstellt, einen Hund, der zu Hause sehr angenehm ist, generell nicht zu spüren ist, der sich fast unsichtbar machen kann, der gerne zu Hause schmust mit Ihnen, sich wo zusammenrollt mit Ihnen, stundenlang relaxt, dennoch draußen 100% Vollgas geben kann. Ja, wenn Sie solch einen Hund suchen, der noch dazu eine Besonderheit vorweist, nämlich den Reach am Rücken, den nur eine zweite Hunderasse auf der ganzen Welt hat, und das ist der Thai Ridgeback, dann wäre eventuell der Rhodesian Ridgeback eine Alternative für Sie. Ich gebe zu, ich habe schon des Öfteren mit dieser Hunderasse spekuliert, bevor ich Vito hatte, konnte mich aber nie 100% für den Ridgeback entscheiden, obwohl er mir optisch wahnsinnig gut gefällt und voll in mein Beuteschema passt. Wusste ich damals nicht, ob ich es nicht nochmal ob ich nicht nochmal Vollgas geben möchte beim Thema Abrichtesport. Ja. Ich habe das Thema ja mittlerweile schon beiseite gelegt. Das ist ja alles schon Jahre hinter mir, habe ich das alles schon hinter mir. Aber ich dachte mir eine Zeit lang, ich steige da nochmal voll ein, gebe nochmal Vollgas. Und da wäre, wie gesagt, der Ridgeback nicht meine erste Wahl gewesen. Deswegen habe ich den Gedanken dann wieder irgendwie verworfen. Doch sonst, wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, für wen dieser Hund taugt. Allerdings nicht unbedingt zu empfehlen für Leute, die sich aus der Laune heraus ihren ersten Hund nehmen und es nicht der Mühe wert finden, sich da etwas näher mit der Sache auseinanderzusetzen. Also hier kann der Ridgeback schon schnell mal zum Problem für Sie werden, möchte ich sagen. Ja, liebe Zuseher. So viel zu diesem tollen afrikanischen Löwenhund. Wundervoller Hund. Top-Hund. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.